Moin, moin! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Future Hamburg Talks. Mein Name ist Freya Oehle und wir beschäftigen uns mit den schönen Dingen, die es in Hamburg gibt und die sich um Innovation kümmern. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei. Jonathan Hendes hat etwas gegründet, was sehr bewundernswert ist, nämlich ein Festival. Und direkt zur Festivalsaison haben wir uns gedacht, mit dem Mann müssen wir uns unterhalten. Jonathan, herzlich willkommen hier in den Heiligen Hallen. Hi, schön, dass du dabei bist. Dankeschön. Frage Nummer 1, die, glaube ich, jeden beschäftigt. Wie kommt man auf die Idee, ein Festival zu gründen? Mit meinem Partner haben wir angefangen, verschiedene Kulturveranstaltungen eigentlich in Hamburg und der Metropolregion zu veranstalten. Und das hat sich da so entwickelt von kleinen Veranstaltungen zu etwas größeren Festivals. Und irgendwann ist dann zum 50-jährigen Jubiläum der Stadt Norderstedt der Stadtpark auf uns zugekommen. Und da haben wir lange konzipiert und entwickelt und haben jetzt ein Festival, was wir glauben, was ganz einzigartig und innovativ ist. Und mit dem Stadtpark Norderstedt zusammen. Und das ist unser Ziel, das jetzt auszubauen. Stark. Und direkt zu der Konzeption. Euer Festival soll ein Festival sein von jungen Leuten für junge Leute. Was macht ihr genau dafür, damit es auch unbedingt für die jungen Leute ist? Wir schaffen eine Plattform für junge Menschen. Das bedeutet, wir schauen eigentlich, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, ihre Potenziale zu entfalten und die auch auszuleben und unterstützen die eigentlich nur. Also von der Vermarktung bis hin zur Organisation und Finanzierung. Und das ist super interessant, weil da ganz viele Subkulturen zusammentreffen von Menschen, die das wirklich leben und fühlen. Und das ist so eine ganz besondere Dynamik beim Festival, die man, glaube ich, als Gast spürt. Und was aber auch halt natürlich unseren Ausstellern super viel Mehrwerte gibt, dass sie da ihre Interessen ausleben können. Und das bildet so unsere Plattform. Und wie viele Aussteller habt ihr und was machen die so? Wir haben jetzt in diesem Jahr 50 Aussteller und da geht es von Actionsport wie Skateboarding bis hin zu DIY-Workshops, Upcycling für Mode bis hin zu wirklich professioneller Musikproduktion, Schauspiel und Kunstausstellungen und bildender Kunst. Dazu kommt aber natürlich auch elektronische Musik. Also es ist wirklich ein Festival-Ambiente mit ganz vielen Angeboten, wo man sich integrieren kann und wo man verschiedene Kulturen kennenlernen kann, die sich auch selber untereinander vernetzen. Stark. Also es ist ja alles andere als dröge. Aber ich sage mal so, der normale Mensch kennt gar nicht so viele kreative Menschen. Wart ihr vorher in der Szene unterwegs oder wie habt ihr einfach die Idee aus der Tafel gehoben, wir machen jetzt ein Festival, wo die gesamte Kreativszene irgendwie zusammenkommt? Wir kommen selber aus der Szene, sei es Actionsport, Musikproduktion oder auch moderner Kulturform und hatten so sehr früh irgendwie das Interesse, das größer zu machen und es einfach für mehr Menschen zugänglich zu machen und vor allem diese Formen miteinander zu vernetzen. Und das hat dann, glaube ich, dazu geführt, dass wir in die Richtung gegangen sind, das auch einfach für andere Menschen zu veranstalten und jetzt das glücklicherweise für sehr viele Menschen zugänglich machen können. Und genau. Okay, und was davon hast du für betrieben? Du hast gesagt, ihr kommt alle aus der Szene. Warst du eher der Extremsportler oder der DIY-Mensch? Ich war der Extremsportler, ja. Also Skateboarder. Ja, sehr Skate, stark. BMX, Surfen. Sehr stark. Du hast schon erzählt, hinter dem Festival stehen verschiedene Initiatoren. Wer ist dabei und wie habt ihr zusammengefunden? Wäre dann die nächstliegende Frage. Das Impuls setzt sich zusammen aus dem Stadtpark Norderstedt, der Eventmarke Atmo und dem Agenturkollektiv Stripe. Und das sind so 3 Partner, die hier, glaube ich, ganz einzigartige Kompetenzen einbringen. Und was das besonders macht, ist, glaube ich, dass wir alle bedingungslos an der Vision arbeiten, dass wir das Festival halt für viele Menschen zugänglich machen und daraus wirklich eine Plattform bauen. Also nicht ein konventionelles Festival, sondern eine Plattform für Menschen. Und der Stadtpark bringt da natürlich ganz viel Kompetenz in der Location mit ein, in der Produktion. Die Eventmarke Atmo, einen Zugang zur jungen Zielgruppe und mein Agenturkollektiv viel Know-how in Subkulturen wie Actionsport und digitaler Vermarktung. Also es ist ein sehr bunter Mix aus Veranstaltern, die dann schon ein ordentliches Team mit starken Kompetenzen zusammenbringen. Wie groß ist euer Team insgesamt? Wir sind so um die 12 Leute im Kernteam und dazu kommen dann natürlich noch die ganzen Aussteller und Kulturschaffenden, die mitorganisieren. Aber Chapeau, dass ihr mit 12 Leuten das auf die Beine stellt. Das ist wirklich, muss ich sagen. Nun sind wir ja hier an der Metropolregion Hamburg interessiert und Norderstedt gehört dazu.
Nun liegt Absolut. Norderstedt aber jetzt nicht unbedingt direkt auf der Hand. Wie seid ihr A, in der Metropolregion gelandet, aber B, auch warum der Standort Norderstedt und was macht den aus? Norderstedt und vor allem der Stadtpark macht aus, dass es wirklich ein super idyllischer Ort ist, auch so um die 60.000 Quadratmeter, also wirkt natürlich als Veranstalter ein Riesenpotenzial. Wir haben einen idyllischen See mit Wakeboard-Anlage, aber auch so einen urbanen Flair. Das Herz, also der Puls quasi von wo es hier veranstaltet ist, ein Kulturwerk. Das ist eine alte Kalksandsteinfabrik, die restauriert wurde. Also wirklich ein industrieller, urbaner Charme mit dieser Idylle vom Stadtpark. Und ja, dazu kommt einfach die direkte Anbindung mit der U1 nach Hamburg. Und genau, das macht es, glaube ich, wirklich sehr besonders, dass man diese direkte Anbindung hat, aber trotzdem so eine Idylle in der Natur. Und das heißt aber, ich könnte auch Wakeboarden bei euch. Das ist auch Wakeboarden bei uns. Ihr habt das ja jetzt schon ein paar Mal veranstaltet tatsächlich auch. Die Frage ist, ich habe schon gehört, ihr habt große Pläne für die Zukunft. Wo soll es hingehen mit dem Impuls-Festival? Unser Ziel ist, dass wir vom Stadtpark wachsen und es für viel, viel mehr Menschen natürlich noch zugänglich machen. Das heißt, wir arbeiten eigentlich kontinuierlich das ganze Jahr daran, uns in den Formaten auszubauen und jeden Bereich zu skalieren und zu vergrößern. Und unser Ziel ist aber auch, Satelliten zu organisieren, sodass wir nicht nur wirklich das Impuls-Festival als Highlight einmal im Jahr haben, sondern auch Subveranstaltungen, die noch mehr auf diese Subkulturen eingehen. Und genau, das geht von wirklich Musik bis hin zu Action, Sport und Kunst. Veranstalten auch zum Beispiel Contests, die junge Menschen fördern, wie den Impuls Newcomer Contest. Und ja, insofern soll das Impuls wirklich eine Plattform sein, die wächst und mehr Menschen da Zugang ermöglicht. Finde ich sehr großartig. Ich bin jetzt schon Fan und ich vermute, ihr wächst irgendwann aus den 60.000 Quadratmetern raus, aber bis dahin in Norderstedt Zuschauer das Impuls-Festival auf dem Schirm behalten. Ganz herzlichen Dank, Jojo, dass Danke, du dir die Freya. Zeit genommen hast. Ganz herzlichen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns alle das nächste Mal dann bei dir auf dem Festival. Ich freue mich. Tschüss!